Lektion 1: Gesunde Entscheidungen. Im Durchschnitt ist es wahrscheinlich viel gesünder als bei Menschen, deren Ernährung zu viele zuckerhaltige Lebensmittel enthält. Auf jeden Fall. Eine ausgewogene Ernährung ist für die Erhaltung der Gesundheit unerlässlich. Ich frage mich oft, wie manche Menschen es schaffen, so viele zuckerhaltige Snacks zu essen. Es ist ein Rätsel. Vielleicht haben Sie eine Vorliebe für Süßes entwickelt, die schwer zu überwinden ist. Durchaus möglich. Es geht darum, die richtige Balance zwischen Genuss und Ernährung zu finden. Vermäßigung ist der Schlüssel, wenn es darum geht, Leckereien zu genießen, ohne es zu übertreiben. Ich finde, dass der Verzehr von mehr Obst und Gemüse dabei helfen kann, Heißhungerattacken zu stillen. Ja, natürliche Süßigkeiten sind oft viel leckerer als verarbeitete Alternativen. Lassen Sie uns gemeinsam gesündere Entscheidungen treffen. Lektion 2: Parkentwertung. Ich glaube, Sie können eine Parkbestätigung an der Rezeption erhalten. Das ist sehr hilfreich. Einfach den Parkschein zum Schalter bringen, das ist ganz einfach. In der Tat, es erspart einem die Qual exorbitanter Parkgebühren. Ich habe einmal ein kleines Vermögen fürs Parken ausgegeben. Es kam mir vor, als würde ich den Haushalt eines kleinen Landes finanzieren. Die Parksteuer gibt es wirklich oder nicht? Das ist es wirklich. Ich frage mich manchmal, ob ich einen besseren Preis aushandeln könnte. Vielleicht könnten Sie eine Parkgebührenrevolution starten. Werf nieder mit den hohen Parkgebühren. Ich kann mir die Protestschilder schon vorstellen. Ich wäre Ihr treuer Anhänger, würde mit einem Schild schwenken und dabei über meine verlorenen Dollars klagen. Lektion 3: Artikel auffüllen. Ich bin neugierig, gibt es etwas Bestimmtes, das wir Ihrer Meinung nach in die Neubefüllung aufnehmen sollten? Ich denke, es wäre klug, der Liste einige gesündere Snackoptionen hinzuzufügen. Eine tolle Idee. Vielleicht wären ein paar Frucht- und Nussmischungen die Lösung. Werf und vielleicht ein paar Müsli-Riegel für unterwegs. Perfekt. Ich kann mir schon vorstellen, wie sich unser Snackschrank in eine Gesundheitsoase verwandelt. In der Tat, es wäre ein herrlicher Anblick voller lebendiger Farben und nahrhafter Auswahlmöglichkeiten. Und es sorgt dafür, dass wir nicht der Versuchung ungesunder Snacks erliegen. Ganz richtig. Eine gut gefüllte Speisekammer ist für eine ausgewogene Ernährung unerlässlich. Lassen Sie uns diese Liste fertigstellen, damit wir uns mit unseren neuen gesunden Leckereien eindecken können. Lektion 4: Stärken hervorheben. Ich werde meine Stärken hervorheben und konkrete Beispiele zur Untermauerung meiner Behauptungen liefern. Das ist eine hervorragende Strategie. Konkrete Beispiele verleihen den eigenen Behauptungen immer Glaubwürdigkeit. In der Tat, es ist vergleichbar mit der Beweisführung vor Gericht. Es stärkt Ihren Fall. Ganz richtig. Es zeugt nicht nur von Selbstvertrauen, sondern auch von einem umfassenden Verständnis der eigenen Fähigkeiten. Ich glaube, dass es besonders im beruflichen Umfeld entscheidend ist, die eigenen Stärken wirkungsvoll zu artikulieren. Auf jeden Fall. Es kann bei Vorstellungsgesprächen oder Präsentationen einen erheblichen Unterschied machen. Außerdem können andere so erkennen, welchen Mehrwert man mitbringt. Verf
Wenn doch nur jeder seine Stärken so mühelos hervorheben könnte wie Sie. Vielleicht sollte ich anfangen, einen Meisterkurs zum Thema Eigenwerbung zu geben. Lektion 5: Neue Abenteuer. Ich kann es kaum erwarten, dieses neue Abenteuer zu beginnen und bleibende Erinnerungen zu schaffen. Fluent. Jedes Abenteuer ist eine Geschichte, die darauf wartet, erzählt zu werden. Und ich habe das Gefühl, dass es hier viel Gelächter und vielleicht auch ein paar Überraschungen geben wird. Oh, Überraschungen sorgen immer für Spannung. Hoffen wir, dass es schöne Überraschungen sind. In der Tat, ich bevorzuge positive Überraschungen am liebsten mit Kuchen. Kuchen ist eine hervorragende Wahl. Er macht jedes Abenteuer unendlich viel schöner. Vielleicht sollten wir es uns zum Ziel setzen, in jeder Stadt, die wir besuchen, den besten Kuchen zu finden. Das klingt nach einer köstlichen Suche. Ich bin voll dabei. Auf eine Zukunft voller Lachen, Überraschungen und natürlich Kuchen. Lektion 6: Derdwalei. Aufgrund dieser Hitze und Trockenheit wird das Dead Valley als Wüste eingestuft. Tatsächlich. Es ist faszinierend, wie unter solch extremen Bedingungen einzigartige Landschaften entstehen. Die raue Schönheit ist beeindruckend, obwohl ich dort nicht leben möchte. Ganz richtig. Es ist wie ein Kunstwerk der Natur, aber man muss sehr vorsichtig sein. Die Temperaturen können ziemlich extrem sein, was die Umgebung zu einer Herausforderung macht. Tja, dennoch beherbergt es auch verschiedene Lebensformen, die sich bemerkenswert angepasst haben. Die Widerstandsfähigkeit der Natur kann ziemlich erstaunlich sein, finden Sie nicht? Absolut. Es erinnert uns an die unglaubliche Anpassungsfähigkeit des Lebens. Vielleicht sollten wir einen Besuch planen, um dieses faszinierende Ökosystem aus erster Hand zu erleben. Lektion 7: Historische Missionen. Diese Geschichte geht auf die ersten spanischen Besucher im 16. Jahrhundert zurück. Faszinierend. Die alte Mission in San Antonio ist ziemlich berühmt, nicht wahr? In der Tat, es ist ein Zeugnis für das bleibende Erbe dieser frühen Entdecker. Ich habe gehört, dass die Architektur atemberaubend und geschichtsträchtig ist. Das ist es wirklich. Jeder Stein erzählt eine Geschichte aus der Vergangenheit voller Abenteuer und Herausforderungen. Ich kann mir nur vorstellen, welche Erfahrungen diese frühen Siedler gemacht haben müssen. Ja, ihre Widerstandsfähigkeit ebnete den Weg für viele, die ihr folgten. Vielleicht sollten wir die Mission besuchen und in ihre Geschichte eintauchen. Eine großartige Idee. Es wäre eine wunderbare Möglichkeit, eine Verbindung zu unserem Erbe herzustellen. Lektion 8: Eine Einzahlung tätigen. Zur Sicherung ihrer Reservierung ist eine Anzahlung erforderlich. Darf ich verstehen. Ich nehme an, es ist ein kleiner Betrag, richtig. Genau. Bei der Buchung benötigen wir eine kleine Anzahlung. Das ist durchaus sinnvoll. Es stellt sicher, dass beide Parteien engagiert sind. Genau. Es hilft auch, kurzfristige Absagen zu vermeiden. Ich schätze die Übersichtlichkeit. Sie erleichtert die Planung erheblich. Sobald die Anzahlung eingegangen ist, können wir ohne Sorgen mit den Vorbereitungen fortfahren.
Perfekt. Ich werde die notwendigen Mittel bereitstellen. Wir sorgen dafür, dass alles in Ordnung ist, damit alles reibungslos abläuft. Lektion 9: Günstige Aktivitäten entdecken. Ich würde gerne Ihre Empfehlungen für günstige Aktivitäten auf Reisen hören. Auf jeden Fall. Einer meiner Lieblingsvorschläge ist, nach kostenlosen Stadtführungen zu suchen. Das klingt wunderbar. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, die Gegend zu erkunden und gleichzeitig etwas über die lokale Kultur zu lernen. Ja, oft werden diese Touren von leidenschaftlichen Einheimischen geleitet, die ihnen verborgene Schätze verraten. Ich habe gehört, dass einige von Ihnen sogar Tipps zu den besten Restaurants geben. Tja, es ist, als ob sie einen kostenlosen Entweder-Führer für die Stadt erhalten. Was für eine fantastische Möglichkeit, Geld zu sparen und trotzdem eine bereichernde Erfahrung zu machen. Auf jeden Fall. Entdecken muss nicht immer teuer sein. Nehmen wir uns vor, auf unseren Reisen nach solchen Gelegenheiten Ausschau zu halten. Lektion 10: Hotelgeschichte. Komfortable Unterkünfte sorgen für einen angenehmen Aufenthalt. Der Super. Ich freue mich schon darauf, die Geschichte des Hotels zu erkunden, während wir dort sind. Ich habe gehört, dass das Hotel einige interessante Geschichten zu erzählen hat. In der Tat, historische Hotels haben oft einen Charme, der modernen Einrichtungen fehlt. Ja, ich finde es immer wieder faszinierend, etwas über die Menschen zu erfahren, die einst durch diese Hallen gingen. Und die Ereignisse, die sich innerhalb dieser Mauern abgespielt haben könnten. Vielleicht könnten wir das Personal um eine Führung durch die Geschichte des Hotels bitten. Eine tolle Idee. Das würde unseren Aufenthalt noch angenehmer machen. Hier geht es darum, die Vergangenheit aufzudecken und gleichzeitig die Gegenwart zu genießen. Lektion 11: Gistrecke. Klingt toll. Ist es von unserem Standort aus zu Fuß erreichbar? Nein, es ist nur ein kurzer Fußweg vom Ausgang des Viertels. Das ist gut zu wissen. Ich gehe lieber zu Fuß als mit dem Auto, wann immer es möglich ist. So, man kann die Landschaft genießen und frische Luft schnappen. Außerdem ist es eine tolle Möglichkeit, vor dem Essen ein paar Kalorien zu verbrennen. Ganz richtig. Es ist wie ein Präventivschlag gegen die Schuld. Ich hoffe, dass alle genauso begeistert vom Wandern sind wie wir. Ich bin überzeugt, dass das so sein wird. Denn wer genießt nicht einen schönen Spaziergang? Auf unseren herrlichen Spaziergang und das Abenteuer, das uns erwartet. Lektion 12: Helles Sonnenlicht. Ich muss schreien, die Sonne ist so hell, dass ich die Augen zusammenkneifen muss. Tatsächlich. Es fühlt sich an, als würde die Sonne versuchen, mit meiner Sonnenbrille zu konkurrieren. Ich glaube, ich werde nach draußen gehen und spielen. Das Wetter ist einfach zu schön, um zu widerstehen. Eine tolle Idee. Vielleicht könnten wir ja spontan ein Frisbee-Spiel organisieren. Das klingt fantastisch. Ich brauche vielleicht ein paar Übungswürfe, um mich nicht zu blamieren. Keine Angst. Ich werde mein Fachwissen einbringen, um sicherzustellen, dass wir keine unbeabsichtigten Personen verletzen. Ich schätze Ihr Engagement für die öffentliche Sicherheit. Sollen wir unsere Sachen zusammenpacken? Auf jeden Fall.
Lasst uns diesen strahlenden Tag nutzen, bevor er vergeht. Auf strahlenden Sonnenschein und noch schönere Momente. Lektion 13. Erkundung des Grand Canyon. Der Grand Canyon ist mehr als eine Meile tief, nicht wahr? Ja, und es ist erstaunlich, dass aus über 2000 Quadratkilometern der Grand Canyon Nationalpark wurde. In der Tat, es ist, als würde die Natur ihre Kunstfertigkeit im Laufe der Zeit durch Erosion zur Schau stellen. Zuruf. Jede Gesteinsschicht erzählt die Geschichte von Millionen Jahren Erdgeschichte. Es ist faszinierend, über die Naturkräfte nachzudenken, die eine solch majestätische Landschaft geformt haben. Ich stimme zu. Ich kann mir nur vorstellen, welche atemberaubende Aussicht uns am Rand erwartet. Vielleicht sollten wir eine Wanderung planen, um seine Wunder aus erster Hand zu erkunden. Das klingt ausgezeichnet. Ich bin gespannt, seine Pracht aus nächster Nähe zu erleben. Machen wir es uns zur Aufgabe, jeden Moment fotografisch festzuhalten. Lektion 14. Umweltverantwortung. Wir müssen unseren Teil dazu beitragen, dem Planeten zu helfen, nicht wahr? Ich stimme voll und ganz zu. Eine einfache Sache, die wir alle tun können, ist, unseren Plastikverbrauch zu reduzieren. Genau. Es ist erstaunlich, wie viel Müll durch Einwegplastik anfallen kann. Tja, ich glaube, wir könnten auch das Recycling in unseren Gemeinden fördern. Das ist ein wunderbarer Vorschlag. Bildung ist der Schlüssel zur Förderung besserer Gewohnheiten. Und vielleicht könnten wir eine lokale Aufräumaktion organisieren, um andere zu inspirieren. Ich finde diese Idee toll. Es wäre eine tolle Möglichkeit, Menschen für einen guten Zweck zusammenzubringen. Außerdem könnten wir etwas frische Luft genießen und gleichzeitig etwas bewirken. Auf dass wir gemeinsam einen saubereren, grüneren Planeten schaffen. Lektion 15. Morgenroutine. Das macht Sinn. Nach meinem Lauf habe ich schnell geduscht, um mich zu erfrischen. Der perfekte Start in den Tag. Es gibt nichts Schöneres als das Gefühl einer Dusche nach dem Training. Tatsächlich. Es ist, als würde das Wasser sowohl Schweiß als auch Müdigkeit wegwaschen. Außerdem bietet es einen Moment, um über Ihre Fitnessziele für den Tag nachzudenken. Das stimmt. Ich denke oft über meine nächste Trainingsherausforderung nach. Vielleicht könnten wir einen gemeinsamen Fitnessplan erstellen, um uns gegenseitig zu motivieren. Das würde mir gefallen. Verantwortlichkeit kann die Reise angenehmer machen. Zuruf. Und wir können unsere Fortschritte anschließend mit Smoothies feiern. Ein Hoch auf einen gesünderen Lebensstil und belebende Morgen. Lektion 16. Kulinarische Ideen. Ich habe in letzter Zeit mit Rindfleisch und italienischen Gewürzen experimentiert. Das muss ich das nächste Mal ausprobieren. Es klingt absolut köstlich. Das ist es auf jeden Fall. Die Aromen vermischen sich wunderbar und ergeben ein herzhaftes Gericht. Ich kann mir nur vorstellen, wie der Duft durch die Küche weht. Es reicht aus, um jedem Lust auf eine herzhafte Mahlzeit zu machen. Was möchten Sie Ihrem kulinarischen Meisterwerk noch hinzufügen? Ich habe überlegt, zum Rindfleisch etwas geröstetes Gemüse zu reichen.
Eine tolle Idee. Sie würden dem Gericht Farbe und eine gesunde Balance verleihen. Wollen wir das nächste Mal zusammen kochen? Ich könnte einen Sous-Chef gebrauchen. Lektion 17. Zurück zur Schule. Im September geht es wieder zur Schule und der Herbstwind beginnt zu wehen. Tja, es ist die Jahreszeit, in der sich alles frisch und voller Potenzial anfühlt. Der Oktober bringt ein Gefühl der Aufregung mit sich, nicht wahr? Süß. Die sich verfärbenden Blätter und die kühleren Temperaturen sind belebend. Und vergessen wir nicht die Vorfreude auf die Halloween-Feierlichkeiten. Oh ja, ich liebe die Kreativität, die mit der Kostenplanung einhergeht. Vielleicht sollten wir unsere Kostüme für eine Themenfeier aufeinander abstimmen. Das klingt wunderbar. Ein Duo stiehlt immer allen die Show, nicht wahr? In der Tat, auf einen spaßigen Herbst voller Lernen und Kreativität. Lektion 18. Windige Tage. Ich habe meinen Hut gerade noch rechtzeitig zurückbekommen. Die Bäume schwankten wild. Ihre Äste rauschten und wehten im wilden Wind, nicht wahr? Absolut. Es war, als würden sie an einer Art Tanz teilnehmen. Ich muss zugeben, der Anblick war sowohl amüsant als auch etwas chaotisch. Tatsächlich. Ich habe fast damit gerechnet, dass einer von ihnen eine Polonaise anstimmt. Das wäre ein ziemlicher Spektakel. Kommen Sie zu unserer Baumtann-Party. Ich glaube, wir könnten einen neuen Trend in der Wertschätzung der Natur starten. Wer hätte gedacht, dass Bäume so unterhaltsam sein können? Die Natur überrascht uns immer wieder, nicht wahr? Lektion 19. Vorausplanen. Das macht Sinn. Sollte ich alle meine Unterkünfte im Voraus buchen? Ja, ich glaube, das wäre klug, insbesondere während der Hauptreisezeit. Ich kann mir nur vorstellen, wie schnell die Plätze während der Ferien belegt sind. Ganz richtig. Es ist besser, sich frühzeitig zu arrangieren, als in letzter Minute ins Schleudern zu geraten. Ich würde es hassen, am Ende in meinem Auto schlafen zu müssen, weil ich keine Reservierungen habe. Ja, das wäre nicht das ideale Reiseerlebnis. Ich werde mir Ihren Rat zu Herzen nehmen und mit den Buchungen beginnen. Ausgezeichnet. So können wir uns sorgenfrei auf den Genuss unserer Reise konzentrieren. Auf eine reibungslose Reise und gut geplante Abenteuer. Lektion 20. Gemeinsam spielen. Wenn wir zusammen spielen könnten, würde das richtig Spaß machen. Auf jeden Fall. Ich bin immer für einen kleinen freundschaftlichen Wettkampf zu haben. Vielleicht könnten wir eine Partie Tennis oder Badminton organisieren. Das klingt wunderbar. Ich habe schon seit einiger Zeit nicht mehr gespielt. Perfekt. Ich kann mir das Lachen und die spielerischen Scherze schon vorstellen. Tja, und ich erwarte, dass der Gewinner schamlos prahlt. Natürlich. Der Sieger darf mit allem prahlen. Ich werde hart trainieren, um sicherzustellen, dass ich der Champion werde. Möge der beste Spieler gewinnen. Ich freue mich auf unser Match. Lektion 21. Erneuerbare Energien.
Das ist ein guter Punkt. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, erneuerbare Energien für Ihr Zuhause zu nutzen? Auf jeden Fall. Es ist eine nachhaltige Wahl, die sowohl der Umwelt als auch unserem Geldbeutel zugutekommt. In der Tat. Ich glaube, Solarmodule werden immer beliebter. Ja, sie können die Energiekosten und den CO2-Fußabdruck erheblich reduzieren. Ich habe sogar Geschichten von Häusern gehört, die mehr Energie erzeugen, als sie verbrauchen. Das ist unglaublich. Es ist, als hätten sie ein persönliches Kraftwerk direkt auf ihrem Dach. Ich muss das genauer untersuchen, es klingt vielversprechend. Lassen Sie uns gemeinsam die Möglichkeiten erkunden. Auf eine grünere Zukunft für uns alle. Lektion 22: Muskelregeneration. Es ist wichtig, sich 1 oder 2 Tage frei zu nehmen, damit sich die Muskeln erholen können, meinen Sie nicht auch? Hilf. Die Erholung ist genauso wichtig wie das Training selbst. Wie bleiben Sie motiviert, um sicherzustellen, dass Sie diese Ruhetage auch wirklich wahrnehmen? Ich finde, es hilft wirklich, mich daran zu erinnern, wie viel stärker ich nach einer Pause sein werde. Das ist eine ausgezeichnete Strategie. Ich habe oft ein schlechtes Gewissen, wenn ich eine Pause mache. Ich verstehe. Aber denken Sie daran, auch Sportler nehmen sich eine Auszeit, um ihren Körper zu regenerieren. In der Tat, vielleicht sollte ich anfangen, Ruhetage als notwendigen Teil meines Trainings zu betrachten. Da- Es geht um die Balance, sich richtig anzustrengen und dann Zeit zur Erholung zu lassen. Ich werde deine Perspektive übernehmen, auf stärkere Muskeln und ein intelligenteres Training. Lektion 23: Zeit für dich selbst. Oh, es war in letzter Zeit eine Herausforderung. Ich habe das Gefühl, nie genug Zeit für mich selbst zu haben. Das ist durchaus nachvollziehbar. Das Leben hat die Angewohnheit, Verantwortung anzuhäufen, nicht wahr? In der Tat, ich frage mich manchmal, ob ich einen Zeitmanager einstellen sollte, der mich auf Kurs hält. Ein Zeitmanager klingt nach einer hervorragenden Investition. Ich bezahle Sie mit Kaffee und Dankbarkeit. Genau, vielleicht sollte ich Vorstellungsgespräche für die Stelle führen. Stellen Sie sich nur die Lebensläufe vor, Experte für Zeitverschwendung und Prokrastinationsmanagement. Ich würde auf jeden Fall denjenigen einstellen, der behauptet, die Kunst des Gleichgewichts zu beherrschen. Das ist eine entscheidende Fähigkeit. Vielleicht sollten wir uns überlegen, wie wir mehr Zeit für uns selbst schaffen können. Eine großartige Idee. Lassen Sie uns einen Plan erstellen, um inmitten des Schaus Prioritäten zu setzen. Lektion 24: Soziale Medien. Ich stimme zu. Ihre Nutzung von Social-Media-Plattformen ist lobenswert. Auf jeden Fall. Es kann ein wirkungsvolles Werkzeug für Verbindung und Kreativität sein. Tatsächlich. Manche Menschen schaffen es, Tausende mit nur einem einzigen Beitrag zu inspirieren. Da Es ist erstaunlich, wie ein Foto eine Bewegung oder einen Trend auslösen kann. Ich frage mich manchmal, ob ich jemals Inhalte erstellen könnte, die so viel Anklang finden. Wer es versucht, weiß es nie. Vielleicht steckt in ihnen ein verborgenes Talent, das darauf wartet, entdeckt zu werden. Vielleicht sollte ich anfangen, meine Abenteuer zu dokumentieren, einen Beitrag nach dem anderen. Das klingt nach einem tollen Plan. Ihre Erfahrungen verdienen es, geteilt zu werden.
auf dass wir die Welt der sozialen Medien mit Begeisterung annehmen. Lektion 25. Umgang mit Konflikten. Irgendwelche Ratschläge für den effektiven Umgang mit Konflikten? Ich glaube, es ist am besten, sie umgehend und diplomatisch anzusprechen. Das ist ein ausgezeichneter Rat. Konflikte zu vermeiden verschlimmert die Situation oft. Vielleicht es ist, als würde man ein kleines Feuer zu einem lodernden Inferno anwachsen lassen. Ich würde die Flammen viel lieber frühzeitig löschen. Ja, offene Kommunikation ist der Schlüssel zur Lösung von Missverständnissen. Vielleicht sollte ich meine diplomatischen Fähigkeiten üben und mit kleineren Meinungsverschiedenheiten beginnen. Eine tolle Idee. So wird Vertrauen in die Konfliktlösung gestärkt. Auf dass wir unsere Differenzen mit Anmut und Verständnis angehen. Lektion 26. Aufgeräumter Kleiderschrank. Es ist ein tolles Gefühl, einen aufgeräumten Kleiderschrank zu haben, nicht wahr? Bitte ruf. Organisierte Räume haben etwas Befriedigendes. Auf jeden Fall. Es reduziert Stress und erleichtert das Auffinden von Dingen erheblich. Tja, eine aufgeräumte Umgebung führt oft zu einem aufgeräumten Geist. Ich habe einmal meinen Kleiderschrank aufgeräumt und Kleidung gefunden, die ich vergessen hatte. Das ist immer eine schöne Überraschung. Es ist, als würden Sie im eigenen Kleiderschrank einkaufen. Das sollte ich öfter machen. Ein aufgeräumter Kleiderschrank kann sogar zu neuen Outfit-Kombinationen inspirieren. In der Tat, vielleicht sollten wir eine Schrankkofferparty veranstalten. Ich liebe diese Idee. Gemeinsam können wir einen stillvollen und ruhigen Raum schaffen. Lektion 27. Sehenswürdigkeiten in der Nähe. Ja, es ist nur ein paar Blocks entfernt und daher unglaublich einfach zu finden und zu erreichen. Das ist großartig. Ich gehe lieber zu Fuß als mit dem Auto, wann immer es möglich ist. Ganz richtig. Beim Spazierengehen kann man die Atmosphäre des Viertels aufsaugen. Auf jeden Fall. Beim Spazierengehen entdeckt man oft schöne Überraschungen. Ich stimme zu. Einige der besten Erfahrungen entstehen durch unerwartete Umwege. Versprechen wir uns, diese paar Häuserblocks gemeinsam zu erkunden und zu sehen, was wir finden können. Ich bin gespannt. Vielleicht entdecken wir ja ein charmantes Café oder eine Boutique. Oh, das hoffe ich. Eine köstliche Leckerei würde unsere Reise noch angenehmer machen. Auf unser kleines Abenteuer gleich um die Ecke. Lektion 28. Motel VS. Pfiffe. Ein Motel hat normalerweise nur ein oder zwei Stockwerke, während ein Hotel normalerweise über mehrere Stockwerke verfügt. Tatsächlich. Es ist faszinierend, wie sich diese Unterkünfte in Struktur und Ausstattung unterscheiden. Ja, ich schätze die gemütliche Atmosphäre von Motels fast wie ein zweites Zuhause. Ruf. Der Komfort, direkt vor Ihrem Zimmer parken zu können, ist sehr verlockend. Ich muss zugeben, ich genieße es, meinen Koffer direkt in mein Zimmer zu rollen, ohne durch ein Labyrinth navigieren zu müssen. Das ist definitiv ein Vorteil. Hotels bieten hingegen oft ein luxuriöseres Erlebnis. Ganz richtig.
Es ist, als würde man eine größere Welt voller Möglichkeiten betreten. Vielleicht sollten wir bei unserer nächsten Reise beide Unterkunftsarten ausprobieren. Das klingt nach einem tollen Plan. Abwechslung macht das Reisen immer spannender. Lektion 29: Boutique Shopping. Nun, diese Boutique führt einzigartige und modische Designs, die wirklich auffallen. In der Tat, jedes Stück scheint seine eigene Geschichte zu erzählen, was ziemlich faszinierend ist. Für mich ist das Einkaufen in einer Boutique oft wie eine Schatzsuche. Auf jeden Fall. Man weiß nie, welche wunderbaren Überraschungen man entdecken könnte. Darüber hinaus trägt die persönliche Note des Personals oft zum Einkaufserlebnis bei. Klar, Sie können Stühling Tipps geben, die den Unterschied ausmachen. Ich habe einmal in einer Boutique ein spektakuläres Kleid gefunden, das für Gesprächsstoff sorgte. Das ist das Schöne an einzigartigen Designs. Sie können zu reizvollen Interaktionen führen. Nehmen wir uns vor, diese Boutique gemeinsam zu besuchen. Lektion 30: Die Umgebung erkunden. Ja, es ist nur ein paar Blocks entfernt und daher leicht zu finden und zu erreichen. Das sind großartige Neuigkeiten. Ich gehe lieber zu Fuß als mit dem Auto, wann immer es möglich ist. Ganz richtig. So kann man die Atmosphäre des Viertels aufsaugen. Klar, außerdem ist es eine tolle Möglichkeit, unterwegs versteckte Schätze zu entdecken. Ich stimme zu. Manchmal findet man die besten Erlebnisse abseits der ausgetretenen Pfade. Versprechen wir uns, diese paar Häuserblocks gemeinsam zu erkunden und zu sehen, was wir finden können. Ich bin gespannt. Vielleicht entdecken wir ja ein uriges Café oder einen charmanten Laden. Oh, das hoffentlich. Eine köstliche Leckerei würde unseren Spaziergang noch angenehmer machen. Auf unser kleines Abenteuer gleich um die Ecke.